Hello everyone! Hallo zusammen. Das Video geht gleich weiter auf Deutsch. I will produce the next bonsai videos in German language. To obtain all informations in your own language, just click at your YouTube window and activate automatic translation. So have fun with the video. So, in diesem Video geht es um diesen Wacholder. Ich erzähle euch eine wirklich interessante Geschichte dazu, wie man aus wenig Geld mit etwas Fantasie einen wunderschönen Bonsai gestalten kann. Ich zeige euch jetzt gleich das Video, das ich vor 4 Jahren gedreht habe zur Entstehung dieses Bonsais. Und schon geht's los. Den Link zu diesem Video könnt ihr in der Beschreibung nachlesen oder am Ende dieses Clips oben rechts sehen. Diese kurze Sequenz natürlich im Schnelldurchgang. Beim Biegen gab es übrigens einen kleinen Unfall. Die oberste Spitze ist von mir unbemerkt gebrochen und später abgestorben. Ich habe dann später die Form etwas verändert und die S-Form etwas nach oben gezogen. Zuerst werden wir mal sehen, ob das Substrat auch absolut geeignet ist. Wir haben jetzt Mitte April und es hat sehr viel geregnet. Ich nehme jetzt den Baum gleich aus dem Pott heraus, aus der Schale, und dann werden wir den Zustand der Wurzeln überprüfen. Wahrscheinlich einfach nur neu draufpflanzen mit etwas Dünger unten an den Wurzeln, und dann werde ich auch mit euch zusammen durchsprechen, was ich jetzt machen werde. Ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber die letzten Jahre hat es geklappt. Ich werde euch den Unterschied zeigen zwischen einer normalen Belaubung und dem hier. Das ist Schreckbelaubung, oder welche Namen habe ich schon gehört. Sehr stachelig und ja, verschwindet mit der Zeit, und dann kommt eben diese schöne weiche Belaubung, die dann schön gleichmäßig wächst und gestaltet werden kann. Ich bevorzuge die Bäume hier an diesen Trainingsschalen zu fixieren. Es ist ja Kunststoff und letztendlich dient es dem gleichen Zweck, nämlich den Baum in der Bewurzungsphase einen Halt zu geben. Hier habe ich diesen Wurzelabschnitt mit der Schalenkante versteckt. So, das war der einzige. Jetzt kommt die große Überraschung. So. Es gibt schon einige Ameisen. Ansonsten nicht gut durchwurzelt, das heißt nicht optimal. Und das Wurzelwachstum war nicht optimal. Hier sieht man auch, dass ich hier oben offensichtlich zu viel dunkle Erde hier mit drin hatte bei der letzten Umpflanzung. Das werde ich natürlich jetzt beheben, und das hier ist zwar mineralisch einwandfrei, aber es fehlt schlicht und einfach die Möglichkeit, dass die feinen Wurzeln sich bilden. Hier werde ich sicherlich etwas Kokosfaser mit einbringen. Ich sehe auch hier, ich habe hier einen Anteil von Akatara benutzt. Der Baum steht jetzt schon seit 2 Jahren in diesem Gemisch
nicht optimal. Ich lerne auch dazu. Akadama ist sicherlich ein guter Bestandteil, weil er die Feinwurzelung auch fördert, aber auf lange Sicht verschlammt auch unter Umständen die ganze Geschichte. Ich will jetzt eigentlich die Wurzeln nicht beschneiden und auch gar nicht groß ändern, den Wurzelballen, sondern schlicht und einfach nur etwas trockenlegen, düngen und dem Baum auch von unten her mehr die Möglichkeit zu geben, so wie hier eine schöne Wurzelbildung zu vollziehen. Wie wir alle wissen, ist auch hier eine zu nährstoffreiche Erde eher von Nachteil. So, der Wurzelballen ist an sich sehr schön. Wie gesagt, die Feinwurzelung hier unten fehlt mir ein bisschen. Aber das werden wir jetzt ändern. Hier habe ich jetzt diesen Kunststoff-Bonsai-Pot. Da werde ich gar nicht groß ändern. Mineralisch werde ich 4 Löcher abdecken. Und jetzt hier stelle ich mir eine Mischung her aus rein mineralischem Substrat, Akadama, Bims, Lava, alles Mögliche. Ich brauche nicht sehr viel, da ich nur unten eine Drainageschicht einbauen werde. Hierzu gebe ich dann eine Handvoll mit Kokosfaser, die ist feucht, wie man sieht, und hat eine wunderbare Konsistenz. Die Löcher selbst werden jetzt mit einer Schicht Flathorn bedeckt. Jetzt setze ich einfach diesen Baum wieder hinein. Möglichst wenig Stress im Wurzelbereich. Schön feucht. Er wird jetzt später angegossen und ich werde ihn dann hier und hier wieder mit den Schalen, Kanten verbinden und fixieren, sodass er in Ruhe die Wurzelbildung vollziehen kann. Ich weiß, manche machen das anders. Ich will auch nicht schlauer sein, aber bei mir hat das immer funktioniert. So, jetzt einmal kurz schauen. Man könnte theoretisch diesen kompletten Ast hier hinten wegnehmen. Dann hätte man hier noch eine klarere Form. Das werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber jetzt ist diese Seitwärts-Konstellation nicht schlecht. Was wir jetzt machen werden, ist zum einen, wir werden versuchen, einzelne Zweige oder Triebe wegzunehmen, um klarere Struktur zu schaffen. Zum anderen auch insgesamt zu gucken, hier kann unten was raus, hier kann unten was raus, um diese Pads schön zu gestalten. Auch hier, das muss unter Umständen ein Pad werden, das hier unten umgeht. Ich zeige euch gleich mal dann später, wie ich das hier mache, indem ich die Spitzen zupfe. Wie vorhin schon angesprochen, hier unten sehe ich gerade, hier ist ein kompletter Zweig mit Schrecktrieb und die kann ich schon mal wegnehmen hier. Ja, genau. Und hier sieht man auch gleich den Unterschied. Nach einiger Zeit wächst aus diesen stacheligen Schrecktrieben oben auch schöne weiche Jungtriebe heraus, die dann am Schluss so aussehen. Hier nochmal der Vergleich. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ja, das wird nichts mehr und die hier kommen einfach weg. Die hier werden dann eingekürzt. Wie mache ich das?
Spitze weg. So, das regt die Verzweigung an. Das regt die Verzweigung an und so wird der Baum über die Jahre immer dichter. Man sieht hier unten schon ganz viel Geschichte, die ich jetzt nicht irgendwie binden will, sondern einfach wegnehme jetzt dann gleich. Es wird dann jetzt ein paar Minuten Trimming sein. Dann schaut einfach zu, wie ich das beschneide, wenn es euch interessiert. Ansonsten sehen wir uns dann am Schluss nochmal das Endprodukt an, wie es jetzt dann wieder in den Garten kommt, um weiter zu wachsen. Und vielleicht gibt es dann die nächsten Jahre wieder ein neues Video darüber, wenn er dann so einen dicken Stamm hat. So, ich werde jetzt 23 Minuten lang diesen Wacholder beschneiden. Ich bin gespannt, wie lange ihr durchhaltet. In den nächsten Minuten seht ihr, wie ich die einzelnen Ebenen gestalte, wie ich die Spitzen zurücknehme und vielleicht bekommt der eine oder andere von euch dadurch auch einen neuen Input. Ich würde mich freuen.
That's it for this short video. Consider subscribing and write me if you want to see more of my work. Have a lot of fun with your bonsais. See you next time.